Ich habe heute Morgen zum ersten Mal 1500 Abonnenten an meinem Account gesehen. Dafür möchte ich mich hier ganz, ganz herzlich bedanken, weil ich auch gerade letztens ja erst die 1000 Abonnenten sozusagen übersprungen habe. Das war vor 5 Wochen und seitdem ist dieser kleine Kanal für meine Verhältnisse hier regelrecht explodiert. Die Aufrufzahlen sind nach oben geschnellt und die Abonnenten waren innerhalb von circa 5 Wochen 500 Stück dazu. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, bin eigentlich völlig platt und möchte mich, wie gesagt, hier nochmal recht herzlich bei allen bedanken, die das mit ihren ganzen Aufrufzahlen und Klicks ermöglicht haben. Und umso mehr hat es natürlich auch Spaß gemacht, hier neue Videos zu machen. Dass das nicht selbstverständlich ist und in dieser Geschwindigkeit auch gar nicht weitergehen kann, ist mir natürlich schon klar. Deswegen die letzten 5 Wochen waren absolut grandios und haben richtig Spaß gemacht. Und deswegen nochmal vielen Dank an euch alle. Da ich in den letzten 3 Tagen aber nicht dazu gekommen bin, hier viel weiterzumachen, bin ich hingegangen und habe mal eine der Lokomotiven, die letztens noch nicht gefahren sind, wieder aktiviert. Und angefangen habe ich dann mit der Märklin 3093 in der zweiten Variante, gebaut von 1977 bis 1982. Im vorletzten Video habt ihr gesehen, die Lokomotive hat Strom bekommen, hat geschaltet, vorne brannte auch das Licht, aber sie hat sich nicht bewegt. Ich bin dann hingegangen, habe sie aufgemacht, dachte, dass die Zahnräder hier fest sind, dem war aber gar nicht so. Nachdem ich dann das Motorschild entfernt habe, habe ich festgestellt, dass der Anker komplett fest ist. Ich musste den Anker dann sozusagen mit der Zange oder mit einer Zange lösen, habe ihn herausgenommen, kurz gereinigt, auf die Achse vorne und hinten ein Tröpfchen Öl drauf zusammengebaut und seitdem läuft die Lok wieder wie am ersten Tag. Interessant war diese Lokomotive jetzt auch noch, weil der Uli hatte mich gefragt, er hat das gleiche Modell von der S3-6 Baureihe 18.4. Seine Lok zieht aber irgendwie nur 3 Kunststoffwagen und bergauf gar nichts mehr. Und er hatte mich gefragt, ob ich das gleiche Problem habe. Konnte ich damals natürlich nicht beantworten, weil die Lokomotive noch nicht gefahren ist. Und deswegen habe ich jetzt hier auf der kleinen Märklin-Bahn definitiv den Traktionstest gemacht und habe den Zug, den ich vor ein paar Wochen vorgestellt hatte, bestehend aus den ganzen D-Zugwagen, die ich neu zusammenbekommen habe, wieder auf die Schiene gestellt, habe angefangen mit 8 Wagen und habe einfach mal geguckt, was die Lokomotive so zieht. Das Ganze jetzt gesteuert mit einem alten Dravo, eine 6671. Also auch kein Hexenwerk, keine Digitalsteuerung, die Lok fährt ja noch analog. Und den habe ich jetzt durchgängig für den ganzen Test hier benutzt. So ein 24 cm Blechwagen wiegt ungefähr 170 Gramm, sodass wir nachher einschätzen können, was die kleine Lok dann insgesamt zu ziehen hat. Die 8 Wagen waren in dem Sinne überhaupt kein Problem. Also bin ich hingegangen und habe 2 weitere hinten dran gehängt, um zu gucken, was passiert. Das Ganze überhaupt kein Thema, die Lok zieht ganz locker ihre Runden. Nochmal 2 Wagen dazu. Dann sind wir insgesamt schon bei 12. Interessant ist, dass die Lokomotive noch nicht mal viel langsamer wird, wenn sie in die Kurven fährt, sondern auch diese 12 Wagen hier ganz locker im Kreis fährt und damit überhaupt keine Probleme hat. Also habe ich die nächsten 2 Packungen aus dem Regal geholt und die nächsten beiden Blechwagen auf die Schiene gestellt, sodass die Lokomotive sozusagen jetzt das Zugende schon mal in Sichtweite hat. Aber auch diese 14 Wagen sind für die Lokomotive überhaupt kein Problem und sie zieht ganz ruhig und gelassen weiter ihre Runden. Dann noch einen 15. Wagen hinten dran gehängt. Und jetzt seht ihr, dass die Lokomotive dem Zugende schon bedrohlich näher kommt. Aber auch das ist kein Thema. Und die Lok dreht ganz normal ihre Runden. Und es ist da gar kein großer Unterschied, ob das 8 oder 15 Wagen sind. Hinzu kommt jetzt noch, dass ich dann bemerkt habe, dass die Lokomotive hier hinten links auf der kleinen Bogenweiche immer wieder auf der Innenseite ihren Haftreifen verliert, der aber nach ein paar Umdrehungen sich scheinbar wieder aufzieht. Und meine größte Befürchtung war, dass der Haftreifen sich irgendwann dann in das Gestänge da drin verknödelt. Ist aber nicht passiert, sondern die Lok ist ganz normal weitergefahren. Und hinten an der Weiche hat sie immer wieder Probleme mit dem Haftreifen gehabt. Ich habe dann sozusagen die letzte Option genutzt, das heißt den kompletten Außenkreis. Im vorderen Bereich sind wir immer das mittlere Bahnhofsgleis gefahren. Wenn wir nach ganz außen gehen, geht noch ein 16. Wagen dahinter, beziehungsweise vor die Lok sozusagen. Hier hat man dann gemerkt, dass die Lokomotive, je nachdem, an was für einer Stelle sie war, dann ein Hauch langsamer geworden ist. Ich habe den Dravo aber in der gleichen Stellung gelassen. Man hätte hier wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Gas geben können und es wäre auch noch ein bisschen gleichmäßiger gewesen. Und ich glaube, wenn der Haftreifen auf der linken Seite kontinuierlich auf dem Rad geblieben wäre, dann hätte sie hier
wahrscheinlich auch überhaupt keine Probleme damit gehabt. Das Ganze relativiert sich jetzt natürlich ein bisschen, weil wir hier auf der Mini-Anlage natürlich keinerlei Steigungen haben. Aber ich denke mir, 16 Wagen hier in der Ebene, das ist doch auch für die kleine Lok schon eine ganz ordentliche Leistung. Und das Gesamtgewicht dieser 16 Wagen liegt dann ungefähr bei 2,7 Kilogramm. Die Lokomotive hat vorne ein Metallgehäuse und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor, was hier die Traktion angeht. Und ich denke, ich habe hier so ein bisschen von der verloren gegangenen Märklin-Qualität gefunden, die es da früher mal gab und die von vielen meiner YouTube-Kollegen hier bei den neueren Modellen immer wieder mal bemängelt wird, was ich durchaus verstehen kann bei den Preisen, die für die Lokomotiven gezahlt werden und welche Probleme zum Teil auftreten. Aber da muss ich sagen, sind wir bei diesen alten Modellen weit, weit davon entfernt, denn diese alten Modelle sind zum Großteil doch sehr robust. Extrem zuverlässig, würde ich sagen. Es gibt immer noch die Ersatzteile gebraucht zu kaufen. Ich werde jetzt auch warten mit dem Haftreifen, werde die anderen Lokomotiven erst durchtesten, ob ich vielleicht noch mehr Ersatzteile brauche und werde es dann alles auf einmal bestellen, damit ich hier einfach keine zusätzlichen Versandkosten habe. Und dann werden natürlich diese beiden Haftreifen hier ersetzt. Und wenn es mit der Wartung der anderen Lokomotiven genauso einfach wird wie mit dieser hier, dann bin ich natürlich happy. Dann nochmal ganz herzlichen Dank für die für meine Verhältnisse enorme Abonnentenzahl. Ich werde mich revanchieren, indem ich versuche, weiterhin einigermaßen gescheite Videos einzustellen. Das war es jetzt erstmal mit dem Traktionstest der alten Lokomotive. Und ich bin wirklich begeistert von der alten Dampflok und werde mir in nächster Zeit vielleicht dann noch ein paar weitere Dampflokomotiven holen, wenn die so zuverlässig sind. Ich danke euch fürs Zuschauen. Demnächst gibt es wieder mehr. Und bis gleich.